Willkommen bei The Late Night Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf eine unterdrückte Minderheit. Und dabei meine ich nicht etwa die Bayern in Deutschland. Das ist nur einmal so, daran werden wir auch nichts ändern. Denn wir haben beim Länderfinanzausgleich beschlossen, dass die Bayern Berlin bis 2100 Unterhalt bezahlen müssen. Dafür aber darf der FC Bayern auch bis 2100 immer deutscher Meister im Fußball werden. Ohne eine Konkurrenz, die das stören würde. Und definitiv niemals Hertha BSC. Nur bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Denn die Kaffeetasse der Woche stammt dieses Mal von Yesser, der in seinen Streams immer recht deutlich zeigt, dass er besser Call of Duty zocken kann als ich. Allerdings spiele ich das auch immer nur mit den Bongos aus Donkey Kong und selbst mit denen würde er mich immer noch schlagen. Also guck einfach mal in die Videobeschreibung, da ist der Link zu seinem Kanal. Und falls du auch einmal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es um das Schicksal der Uiguren in China. Und diese sind der chinesischen Regierung nicht nur ein Dorn im Auge, wie die sogenannten China Cables gezeigt haben. Eine Liste aus dem Inneren des chinesischen Überwachungsapparats, knapp 140 Seiten. Diese Tabelle belegt erstmals, wie willkürlich die Kriterien sind, nach denen Muslime in China eingesperrt werden. Und zwar in gefängnisartige Lager wie diese. Experten schätzen, dass in der chinesischen Provinz Xinjiang mehr als 1 Million muslimische Uiguren gegen ihren Willen in solchen Umerziehungslagern festgehalten werden. 1 Million Menschen, hauptsächlich Uiguren, aber auch Kasachen, Tataren oder Kirgisen, in Umerziehungslager zu stecken, um ihnen dadurch ihre Kultur und Identität zu nehmen, ist einfach nur krank. Nur wer sind diese Uiguren? Sind sie wirklich so gefährlich für die chinesische Regierung? Sind das wirklich alles potenziell Terroristen, die umerzogen werden müssen? Sind sie natürlich nicht. Kinder generell einmal ausgenommen, denn die sind immer Terroristen und selbst die Umerziehung in den Schulen funktioniert auch bei uns nicht, sondern potenziert das eher noch. Die Uiguren sind mit knapp 10 Millionen Angehörigen die zweitgrößte muslimische Bevölkerungsgruppe in China nach den sogenannten Hui-Chinesen. Nur sind Muslime in China klar in der Minderheit in einem Land, wo oftmals Religion als dummer Aberglaube abgetan wird. Der Name Uiguren heißt übersetzt vereint und bezeichnet den Zusammenschluss turkstämmiger, mongolischer und auch indoeuropäischer Volksgruppen. Und die Uiguren leben seit über 1000 Jahren im heutigen chinesischen Gebiet namens Xinjiang, das in China auch als uigurisches autonomes Gebiet Xinjiang bezeichnet wird. China wiederum besteht aus 5 sogenannten autonomen Gebieten wie Xinjiang und 22 Provinzen plus eventuell Taiwan, 4 weiteren regierungsunmittelbaren Städten und 2 Sonderverwaltungszonen. Für China war die Heimat der Uiguren schon immer von besonderer Bedeutung. Ob einst, weil die Seidenstraße durch das Land der Uiguren führte oder heute wegen seiner strategischen Bedeutung von Xinjiang durch gemeinsame Grenzen zu Pakistan, Afghanistan, Indien, Tadschikistan, Kirgisistan, Russland, Kasachstan und die Mongolei. Nun könnte man natürlich denken, dass ein Gebiet, das auch amtlich als uigurisches autonomes Gebiet Xinjiang genannt wird, wirklich autonom von den Uiguren verwaltet wird. Das bedeutet nun einmal autonom. Bei uns ist Bayern auch als Freistaat Bayern bekannt und trotzdem sind sie nicht frei. Denn wir als Berlin haben uns nicht nur sprichwörtlich beim Länderfinanzausgleich an Bayern rangekettet bzw. nutzen deren Kreditkarte ausgiebig. Irgendwer muss den Bär doch bezahlen. Nur frei oder gar autonom sind die Uiguren definitiv nicht in Xinjiang. Und so ist die Provinz für die 11 Millionen Uiguren zu einer Art Freiluftgefängnis geworden. Voll von Polizeiposten und Checkpoints. Die Uiguren werden regelmäßig durchsucht. Der Inhalt ihrer Mobiltelefone wird überprüft. Xinjiang ist die Provinz, wo als erste das groß angelegte Gesichtserkennungsprogramm installiert wurde, das in China aufgebaut wird. Hunderttausende Kameras überwachen jede Straße, jede Moschee. Es gibt sie sogar in Taxis oder bei Eingängen zu öffentlichen Toiletten. Die Uiguren leben in ständiger Angst. Sie können jederzeit festgenommen und in ein Lager geschickt werden. Und das macht es noch kranker. Nur warum macht China das? Warum werden Menschen von der Straße geschnappt, nur weil sie zum Beispiel ein Bart tragen? Warum werden Menschen
für Jahre ins Internierungslager gesteckt, um sie umzuerziehen. Weil China keine Demokratie ist, sondern ein totalitäres Regime hat. Die Uiguren haben dabei das Pech, dass sie in einer strategisch wertvollen Gegend seit Hunderten von Jahren leben und mit knapp 10 Millionen Menschen deutlich mehr Menschen sind als in Hongkong oder Tibet zusammen. In Tibet kann die chinesische Regierung Demonstranten blutig niederprügeln, ohne dass wir davon etwas erfahren. In Hongkong ist das schon schwieriger, aber weißt du gerade, wie der Stand der dortigen Demokratiebewegung ist? Vermutlich nicht. Wenn aber auf einmal 10 Millionen Uiguren aufbegehren würden, dann könnte China das nicht mehr unter den Teppich kehren wie sonst. Nur wird das nicht passieren. Wegen der totalen Überwachung und den Internierungslagern zieht China sämtliche Register, um die Uiguren zu unterdrücken. Außerdem dienen die gewonnenen Daten auch dazu, um zukünftige Verbrechen schon heute zu verhindern, bzw. Menschen einfach einzusperren, ohne dass diese Verbrechen überhaupt gemacht haben oder auch nur vorhatten. Das ist etwas, wovon Friedrich Merz jede Nacht als Bundeskanzler träumt. Was natürlich Schwachsinn ist, denn für Friedrich Merz ist Träumen nur sozialistische Propaganda. Bloß gibt es nicht nur in Xinjiang die vollkommene Überwachung, die Internierungs- und Umerziehungslager, sondern werden auch schon seit Jahren Kulturstätten der Uiguren zerstört. Seien es Tempel oder wie hier zum Beispiel Friedhöfe. Kahler Boden, keine Spuren mehr von dem uigurischen Friedhof, der in der chinesischen autonomen Region Xinjiang dem Boden gleichgemacht wurde. Einer von vielen. Seit 2014 haben chinesische Behörden offenbar an die 40 Ruhestätten der türkischstämmigen muslimischen Minderheit zerstört. Andernorts werden Friedhöfe gar zu Freizeitparks umgestaltet, wie der Happiness Park. Menschenrechtsgruppen wie Human Rights Watch warnen in China vor der systematischen Unterdrückung von Minderheiten. Ein Friedhof wird ein verfickter Happiness Park? Stell dir einmal vor, du möchtest deine Oma auf dem Friedhof besuchen und anstatt eines Friedhofes steht auf einmal ein verfickter Vergnügungspark. Okay, Oma war ein Adrenalin-Junkie und ist seit 25 Jahren jeden Tag die Achterbahn 20 Mal gefahren und auch dabei gestorben. Trotzdem ist es schrecklich, wenn deine Kultur die Toten ehrt und man dann so einen verfickten Panda hinstellt, der aussieht, als sei er lobotomiert worden. Und das alles endet auch hier noch nicht einmal. Lange Zeit gab es in China die sogenannte Ein-Kind-Politik, die Eltern verboten hatte, mehr als ein Kind zu haben. Dies führte jedoch dazu, dass Frauen selbst im 8. Monat dazu gezwungen wurden, abzutreiben. Mädchen sterilisiert oder ihnen gegen ihren Willen Spiralen als Verhütungsmittel eingesetzt wurden. Das alles hatte für die Bevölkerung schreckliche Auswirkungen, aber vor allem auch für das chinesische Wirtschaftswachstum und wurde deshalb 2015 offiziell für beendet erklärt. Nur nicht für die Uiguren. Wie alle muslimischen Frauen in ihrer Nachbarschaft wurde sie unfruchtbar gemacht. Wir haben einen Teil unseres Körpers verloren. Wir haben unsere Identität als Frauen verloren. Wir werden nie wieder Kinder bekommen können. Sie haben eines unserer Organe durchtrennt. Die derzeitigen systematischen Sterilisationen betreffen gezielt die muslimischen Minderheiten, wie offizielle Statistiken belegen. Zwar galt in ganz China noch bis vor 5 Jahren eine strenge Politik der Geburtenkontrolle. Doch danach nahmen insgesamt die Sterilisationen im Land ab. In der Uigurenregion Xinjiang aber stieg die Zahl rapide. Und selbst damit haben wir heute noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange erreicht. Denn über 80.000 Uiguren aus den Lagern werden auch zur Zwangsarbeit eingesetzt. Hauptsächlich dabei in Xinjiang und für viele internationale Unternehmen. Weniger bekannte Unternehmen wie Adidas, Amazon, Apple, Asus, Calvin Klein, Hitachi, Microsoft, Mitsubishi, BMW, Siemens, H&M, Nike, North Face, Puma, Samsung und eine Firma, die bereits mit Zwangsarbeit früher schon sehr gute Erfahrungen gemacht hatte, nämlich Volkswagen. Manche Dinge ändern sich halt nie. Aber es kann auch sein, dass du eventuell in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten etwas direkt vor deiner Nase hattest, was auch von Uiguren, die zur Zwangsarbeit eingeteilt waren, hergestellt wurde. Und du und ich damit unbewusst direkt deren Zwangsarbeit unterstützt haben. Nämlich dein Mund- und Nasenschutz. Denn während China einen Lockdown machte, brauchte China trotzdem willige Arbeitskräfte, um für alle Lockdowns dieser Welt genügend Mund- und Nasenschutzmasken zu produzieren. Aber zum Glück hatte die chinesische Regierung genau dafür genügend uigurische Zwangsarbeiter. Super, oder? Nur jetzt mal Butter bei die Fische.
Die China Cables haben gezeigt, was in Xinjiang passiert. Es gibt Satellitenaufnahmen, die diese Lager sichtbar machen. Auch wenn China diese lange als freiwillige Bildungseinrichtungen bezeichnete. Kennt man ja von hier, wo die Schulen auch bewaffnete Wächter auf den Mauern stehen haben und man erschossen wird, wenn man dem Algebra-Unterricht entfliehen will. Wir haben Berichte von Menschen, die in diesen Lagern Unvorstellbares erlebt haben, die uns aber nun genau davon berichten können. Ich will nicht meine Heugabel und die Fackel aus dem Keller holen, aber das sollte doch spätestens jetzt für unsere Bundesregierung ein Zeichen sein, jetzt auch mal ein Zeichen zu setzen. Oder, Peter Altmaier? Für Deutschland ist China einer der wichtigsten Handelspartner. Wie umgehen mit den Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang? Die grundlegende Frage ist doch, sollen wir unsere wirtschaftlichen Beziehungen nur auf Staaten beschränken, die exakt das gleiche Niveau an Menschenrechtsschutz und Demokratie haben, wie wir in Deutschland, in Frankreich, in den Niederlanden? Dann wären es sehr, sehr wenige Länder auf der Welt, mit denen wir Handel treiben. Was für eine verfickte Scheiße vom dickeren Cousin von Jabba the Hutt. Aber genau deswegen kann China machen, was es will. Weil Geld verdienen schon immer Menschenrechte sticht. Anstatt nur mit der Wirtschaft einen Hebel zu haben, der auch China wehtut, machen wir genau das nicht. Bloß was China mit den Uiguren macht, ist ein Verbrechen, ein kultureller Genozid. Also, wo ziehen wir die Linie bei China? Menschen zu überwachen ist noch okay? Menschen festzunehmen, weil sie vielleicht in der Zukunft ein Verbrechen machen würden, ist das die rote Linie? Menschen in Umerziehungslager zu stecken und zur Zwangsarbeit einzuteilen, ist das der Rubikon? Frauen zu zwingen, ihre Babys abzutreiben und junge Mädchen zu sterilisieren, ist das immer noch okay, damit wir wegschauen können? Tolerieren wir so ein absolut abscheuliches Verhalten der chinesischen Regierung gegenüber den Uiguren nur, damit unsere PlayStation 5 auch pünktlich geliefert werden kann? Und gerade wir Deutschen sollten, sobald es um Internierungslager geht, besonderes Interesse haben, so etwas stoppen zu wollen. Das heißt nicht, dass du morgen nicht mehr einen Volkswagen kaufen sollst. Der wurde vermutlich nicht mit Teilen aus Xinjiang gebaut. Vielleicht nur mit Teilen aus der NS-Zeit, das will ich nicht ausschließen. Also, wo ziehen wir die Linie? Wo würdest du die Linie ziehen? Das war's wieder von der Show für heute. Noch einmal vielen Dank zum Schluss an Jessa für seine Tasse. Und keine Sorge, wir sind wieder am Freitag mit den Late News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.